So, nochmal. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Zocki, mir geht's auch super. Danke, dass du nachfragst. Ich habe uns ein Video mitgebracht. Wollte ich zum Einstieg zusammen mit euch anschauen. Platin-Trophäen, die jeder Trophäenjäger haben sollte. Ich bin sehr gespannt, was in der Liste drin sein wird. Ich lasse dann nebenbei auch einen Counter laufen, nachträglich, um zu sehen, wie viel der genannten Spiele ich auf Platin habe. Ihr könnt ja mal erzählen, was ihr davon habt. Erstmal falsche Szene, perfekt. Ja, natürlich. Zum Einstieg gehört die falsche Szene. Ja, ich würde sagen, starten wir direkt mal los. Im Anschluss zocken wir ein bisschen Brutal Legend, holen da ein bisschen Backlog-Trophies und ja, bin erstmal gespannt, was der Kollege uns hier vorstellen wird. Habt ihr das Video schon gesehen? Kennt ihr das zufälligerweise? Ich hoffe nicht. Dann haben wir zusammen Spaß und ja, gehen wir direkt mal los. There are a few games that every trophy hunter has platinumed. Whether it was your first or you are yet to platinum it, here are 7 games that every trophy hunter has platinumed and new trophy hunters must get. Okay, 7 Platin-Trophäen. Bin gespannt. Oh. Let me know which ones you have gotten, because I guarantee if you don't have the last one. Habt ihr Tipps, was dabei sein wird? Bestimmt irgendein COD. Was ist das meistgespielte COD? Was denkst du? MW2 oder MW3? Spider-Man. Also ich kann mir gut vorstellen, ja, MW2 oder MW3. Spider-Man. Doppelt Spider-Man drin. Genau das Video hat Craven gestern gesehen, aber bitte nicht spoilern. Ja, gehen wir mal rein. Also bestimmt ein paar PS3-Titel dabei. Ich hätte fast gesagt GTA 5, aber nee, GTA 5 ist die Platin zu schwer, glaube ich. Irgendein Telltale, das könnte noch auch sein. On the list, you are Servus Godzilla, grüß dich. massively missing out. First up is Astro's Playroom. Ja, Astros Playroom, okay. Ja, war gratis dabei. Easy Platin, kann man mitnehmen. Rocket League haben schon auch viele. Boah, das weiß ich gar nicht. Könnte auch sein, Free-to-Play. Aber ja, Astros Playroom, naheliegend 5 Stunden Platin. Leicht zu bekommen, nichts verpassbar. Macht Sinn. As many of you know by now, I love this game, but it's also one that every trophy hunter must have. Half of the trophy hunters that play this game have got Was ist das für eine Qualität hier? 480p, okay. gotten the platinum already. If you've just received your PS5, War meine erste PS5 Platin. this game is already downloaded onto it and you simply cannot ignore it. It takes around 4 hours to platinum and is super fun Der sagt 4 Stunden, da steht aber 5 Stunden. to play, with tons of Easter eggs from various PlayStation IPs Das hat ja auch als erstes Platin. Astros Playroom. to incredible juice sense usage that combines perfectly with great gameplay. It's so simple and enjoyable. With a difficulty rating of just 2 out of 10 and no missables, all you have to do is find a few puzzle pieces and some PlayStation memorabilia. There's even game help available if you're a PlayStation Plus subscriber. Stimmt, stimmt. Das Feature wird auch gar nicht mehr genutzt, ne? Diese ja, Trophäenhilfen oder der Tracker sehe ich irgendwie auch nur sporadisch in Spielen vertreten. Finde ich ein bisschen schade. Phoenix ist ein schlechter Trophy Hunter. Ich habe Astros Playroom nicht. Ja, du hast keine PS5 Phoenix, oder? Oder hast du mittlerweile eine? Ohne 5er wird schwierig. Meaning you can use the PS5 as your trophy guide. It's just a great platinum experience and for many their first platinum on PS5. Next up is God of War. Ja, keine. Ja, siehst du, dann wird schwer. God of War oder Ragnarök? This is a platinum that for many Hä? Was ist denn nicht mit dem? platinum on PS5. Warum macht der das Cover von Ragnarök rein? Next up is God of War. Das This is a platinum that for many players was one they didn't even have to go out of the way for. It's already been achieved by me and at least 240,000 Krass, 240.000. Also so beide Platins habe ich ja hier im Stream geholt. other people. It's definitely a step up from the previous game, and with a difficulty rating of 4 out of 10 and an expected time to platinum of around 40 hours, this Vielleicht kennt ihr das andere God of War nicht. Ja, aber es ist ja Gameplay aus dem 2018er. Aus dem Reboot. Und nicht Ragnarök.
is going to take a little effort, but it is so worth it. If you've played the original trilogy of God of War games, then this game is really something new and different. The story is phenomenal, the gameplay is super satisfying, and the collectibles actually aren't too bad. Ja, also der bezieht sich schon auf den 2018er. Nur hat halt das falsche Cover ausgewählt. Ja, ich glaube, der ist großer Fan unseres Streams, wenn er alle Spiele nimmt, die hier gespielt wurden. You will have to man up for a few of those boss battles, especially those Valkyrie fights, but it is all so worth it at the end. And when you finally got that platinum, you can jump straight into Ragnarok, which is more of the same, but even better. Then we have The Last of Us. Oh, jetzt bin ich raus. Da habe ich die Platin noch aus keinem Stack. Which is one of the greatest stories in gaming and one of the greatest games to platinum. Whether it's the remastered version on PS4 or Part 1 on PS5, both are equally great and have been platinumed by thousands of people already. Was mit der PS3-Version? Die unterschlägt er einfach mal. Ja, ist die Platin ja nicht mehr machbar, ne? Ich glaube, Multiplayer wurde mittlerweile abgeschaltet. PS4-Version habe ich die Platin noch nicht. Vergammelt im Backlog. Müssen wir nachholen. Glocke hat alle aus dem Video. Vorbildlich. PS3 bestimmt zu krampfig für ihn wegen Multiplayer. Ja, aber PS4-Version hat ja auch. Das Remaster auf der PS4 hat ja genauso Multiplayer. The one thing to note is that the remastered version has difficulty-related trophies and multiplayer, which is quite fun, but also challenging when going for the Platinum Trophy. Wie nervig fandet ihr die Multiplayer-Trophäen? Die waren ja so Gülle. Part 1 is purely single player and has no difficulty related trophies. I would highly recommend going for Part 1 if you've never played it before and just experience the beautiful and emotional platinum journey you'll be on. By just completing the story and finding the collectibles, you should get the platinum for Part 1. Ja. Wäre es mal so leicht, die Collectibles zusammenzubekommen. Ich habe die Trophäe ja bis heute nicht. Ah, du hast nur den Part 1. Okay. Ja. One in around 20 hours. But whatever version you get, this is an iconic must-play game with a rewarding platinum at the end. Now we have a game that everyone must have played at least once. Ich dachte, der kommt jetzt mit My Name is Mario. In one way or another, either on PS3, 4, or 5. Because if you Zum Skyrim. Save Skyrim. haven't, then like, what are you doing? It's of course everyone's favorite Lombax and robot, Ratchet and Clank. Toll. Okay. Dann nicht. Macht zwar keinen Sinn jetzt die Aussage, dass du das Spiel auf einen der Konsolen haben musst, weil ich glaube, kein Teil kam auf allen 3 Plattformen raus, aber vielleicht habe ich den auch einfach nur falsch verstanden, den Brudi. The latest 2 iterations released in 2016 and 2021 respectively Haben wir auch beide hier im Stream platiniert. are both amazing games. Ratchet and Clank 2016 will take you roughly 25 hours to platinum with a difficulty rating of 3 out of 10. Grüß dich, Dominik. Whilst the newer version Rift Apart will only take you 10 to 15 hours to platinum with a difficulty of 2 out of 10 Stunden? Ich glaube, ich habe ein bisschen länger benötigt. Gaster Collectibles bestimmt, ne? Ah ne, man musste gegen Ende die Waffen grinden, alle hochleveln. Das hat gedauert. Das eine Ratchet Clank ist nur das Remake des allerersten. Kein Plan, ob es da eine PS3-Version von gab. Weiß ich auch nicht. Bin ich überfragt. Ich habe bis jetzt nur PS4-Version, die PS5-Version gezockt. PS3 wollte ich irgendwann mal nachholen, aber mal gucken. Sword hat auch 17 Stunden gebraucht. Bearlord, danke für den Follow. Herzlich willkommen bei uns. Mir hat das Spiel auch nicht so Bock gemacht. Ja, ich fand den Rift Apart war ganz okay. Also hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. War ein Plattformer, der in Ordnung war. Hat nicht jetzt so ewig gedauert. War nicht schlecht, war auch nicht so überragend, wie viele immer behaupten. 10. And let me just tell you, wow, is this game just pure fun. Rift Apart is gorgeous to look at and just an Ja, optisch war es schon heftig, aber das war es dann auch. amazingly fun game to play. It's one of those games where you don't even have to think about the platinum when going for it, and you can just finish the story and the game now. Stimmt, das hat ja die neue Agenda ganz groß propagiert, so wie Astros Playroom, Platin-Trophäe so einfach wie möglich zu machen. Ich weiß nicht.
Ich habe irgendwie das Gefühl, daraus ist die ganze Shovelware entstanden. Da sind so ein paar Links, die zusammenpassen. Und die Entwicklung am Ende war ja nicht die schönste. Naturally. It's so easy, fun, and engaging in every possible way. It's currently available with PlayStation Plus and Ja, das Gunplay fand ich auch nicht so gut, SWAT. Vor allem, weil du halt ganz darauf geachtet hast, dass du die Waffen levelst nebenbei. Und dann hast du halt immer auf Krampf die und die Waffe gespielt, bis die Munition leer war. Und hast halt nicht die Waffe gespielt, auf die du wirklich Bock hattest. Aber ich glaube, das ist dann eher ein Problem für Trophäenjäger. Shovelware gibt es schon länger als Astos Playroom. Ja, aber diese ganze Flut an den eine Minute drücke X Platins kam erst danach. Kam erst mit der PS5. is a must-play game. With a platinum percentage of a whopping 13.6% at the time of this video, showing just how easy it is to platinum. And probably for many, it was the first ever platinum. Next up is the robot dinosaur animal slaying game Horizon. Habe ich auch noch nicht gespielt. Ja, ihr seht den Link im Chat. Joint den neuen Discord. Ihr seid herzlich willkommen. Rein da. Man war auch irgendwie gezwungen, die Waffen immer zu wechseln, weil die Muni immer so schnell leer war. Das kommt noch dazu, ja. Also Horizon, noch keinen von beiden Teilen gespielt. Wann holen wir das nach? Müssen wir auch mal hier am Stream zocken, ne? There are currently 2 games in the franchise and both are must-have platinums for any trophy hunter. Ich habe ja das Gefühl, es hat mir gar nicht so gefallen. Hab auch nur den ersten bis jetzt. Und wie fandest du es, Zocky? Open world of Horizon works perfectly to create such a joyous platinum experience, with insanely satisfying Der Link ist abgelaufen. Perfekt vorbereitet. Ja. Ich frag den nach. Horizon habe ich schon dreimal angefangen und bin zu blöd für das Kampfsystem. Okay. Kann ich nichts zu sagen. Das ist auch immer mein Problem, wann das alles spielen. Ja, ja, ja. Da will ich gar nicht von anfangen, das Chiller. Das ist echt. Ja. Ich glaube, das Problem hat jeder. Open World hat halt. Ja, es gibt aber gute und es gibt schlechte Open Worlds. combat and engaging environments, both games will take you around 40 hours to platinum. There are no missables or difficulty related trophies, and if you go for the DLCs, you can add another 15 hours of more challenging but fun trophies to grind for. Forbidden West is a very good looking game, arguably the best looking one on PS5. Both platinums are easy to get and are a great way to show off your dedication and love to the game. With the PSVR 2 Horizon game and with more games on the horizon, Wie sieht es da Collectible-mäßig aus? Gibt es da auch so ein Arsch voll Sammelzeug? Doch teilweise echt schlecht gemacht. Man wird teilweise die ganze Zeit gestunlockt und kommt nicht mehr weg. Okay. we can only expect greater platinum journeys to follow. This next game is one I'm afraid I don't have the platinum for myself. Oha, der hat bis jetzt alle der Platin-Trophäen. Ich habe gar nicht mitgezählt. 3, glaube ich. God of War. Astro's Playroom. Was war das dritte? Rift Apart. Ich glaube, die 3 habe ich bis jetzt. So bear with me. The game in question is Bloodborne. Every trophy hunter will tell you that you must play this game and how amazing it Ja, das fehlt mir leider auch noch. is. And although I can't speak for it myself, I can tell by the community that this game is incredible. It is a Souls-like game, so you'll want to come prepared for each fight. There's a few collectibles and bosses Jetzt bin ich auch raus. Ja, ich wollte ja demnächst anfangen mit dem Souls-like. Entweder mit Demon's Souls Remake oder mit Bloodborne. Ich glaube, ich fange mit dem Remake an. Und dann gucken, wie es einem gefällt. Ja, letztens Todesmarsch gemacht bei Witcher 3. Und das soll ja einigermaßen mittlerweile drankommen an das Souls-like Kampfsystem. Also bin einfach noch gehalten, aber wenn man drin war, hat es eigentlich schon Spaß gemacht. to defeat, putting the difficulty at a 7 out of 10 and can take upwards of 50 hours to platinum. You'll probably also need to finish the game more than once to get all the different endings. The only 50 Stunden für die Platin. Wie viel braucht man für die DLCs nochmal hinten dran? reason I personally haven't gotten it myself is because I'm waiting for a PS5 version or at least a 60 FPS version to just enjoy the game even more. I promise I'll go for it one day and then I can tell you even more 15 Stunden? Okay, ich dachte, die dauern länger. Skill dependent, okay, also 150 bei mir. about how great this game truly is.
But before I talk about the one game that I guarantee you have platinumed, or at the very least should platinum, let's quickly go over a few bonus ones that you also must platinum. Okay. Uncharted. Ach, okay, da haben wir ja letztes drüber geredet, ne? Auch hier im Stream platiniert, Teil 4. Beide nicht so große Fans von dem Game. Like with every other Naughty Dog game, Uncharted is one of the greatest franchises on PlayStation. Aside from the comedic story and thrilling action gameplay, these games are a worthy platinum to have in your collection. Currently there are a few versions to choose from, but I highly recommend you play the original trilogy before you jump into Uncharted 4 and Lost Legacy, also known as the Legacy of Thieves Edition. Warum sollte man mit den ersten 3 anfangen? Bin ich gespannt, ob er dazu was sagt. In the original trilogy, each game will take around 25 hours to platinum, with a difficulty rating of 5 out of 10. Now the reason it's somewhat challenging is because you will have to do a playthrough on the highest difficulty, which although is very challenging, is still a worthwhile experience. With collectibles and miscellaneous trophies to complete, it's a fairly straightforward platinum, and when you Story baut auf, aber ich habe jetzt mit dem 4. angefangen, habe jetzt nicht so viele Storylücken verspürt, aber ja, ich fand das Spiel generell, hat mich nicht so abgeholt. Vielleicht wäre es was anderes gewesen, wenn man die Trilogie vorher gezockt hätte. jump into the Legacy of Thieves edition, the game becomes even prettier than before. For me and a lot of you Ah, da ist doch euer Guess, Rocket League am Start. Hab ich auch auf Platin. Ich glaube, jetzt sind wir bei 5. watching, Rocket League was your first ever platinum trophy, with at least over Ich habe bis jetzt 2 von dem Platin. Ja, Phoenix, aber du hast ja generell weniger Platins als die meisten hier, deswegen macht es ja Sinn. Wenn du es prozentual hochrechnest, hast du vielleicht am meisten. 200,000 people that have already achieved this platinum, you can tell it's a great experience. If you've played the game before, you might only need a handful of trophies before that platinum is yours. And if you haven't, this is about a 50-hour grind with a few multiplayer trophies, but nothing too difficult. Das war das erste Mal seit langem, dass ich PvP gezockt habe. Rocket League. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Tage gespielt, bis ich die 100% habe, von 0 auf 100. Und das hat mir gereicht. Danach habe ich keinen Multiplayer mehr angefasst. War die ab 5 bisher? Ich glaube, ich bin auch bei 5 oder 6. Müsste ich gleich nochmal gucken. Vielleicht gibt es Timestamps, wo die Spiele aufgelistet sind. Dann können wir nochmal durchzählen. Alle bis auf Astro's Playroom angefangen. Ja, dann steht das Fundament doch. It's only a 2 out of 10 in difficulty and is such a fun experience, especially with friends. You'll even notice yourself improving at the game the more you play it, because early on it can take a little bit of. Was wird hier geschaut? Kornok, was geht? Bossi, Servus, willkommen zurück bei Twitch. Danke, danke, danke. Vielen Dank, willkommen zurück im Chat. Wir schauen uns ein Video an von Platin-Trophäen, die jeder Trophäenjäger haben sollte, und wundern uns darüber, dass wir nicht alle haben. Practice before you understand the mechanics. If you end up really liking the game, you Wie geht's euch? Alles gut? could even go for the DLC trophies, as that will add at least another 10 hours of gameplay for trophies. Du hast noch was nicht gespielt, hast nichts verpasst. Ach, das nächste Spiel, das ich nicht gezockt habe. Ghost of Tsushima is a great beginner platinum trophy. It's a gorgeous open world game where you play as a samurai. It only requires you to complete the game and find the collectible. Ja, Zocki, du hast das Video gesehen, hast dich inspiriert gefühlt und arbeitest jetzt alles ab, oder? Kornok hat keine davon, kann ich mir nicht vorstellen. Ist bei dir eigentlich alles fit soweit? Ja, bei mir ist alles super. Wir können ja gleich noch mal quatschen beim Zocken. Schauen uns das Video fertig an, dann können wir in die Details reingehen. With a few challenges here and there. It's a game that requires little extra effort and can be obtained without thinking about the platinum. With almost 50% of the trophy hunters on PSN profiles getting this platinum trophy, it shows just how easy and accessible this game is for new and experienced players. It's truly Ja, Platin easy, DLCs bisher nicht so easy. Du willst gar Rocket League spielen? Ach, komm schon. Du kannst nichts falsch machen. a breathtaking experience that is amplified by the great music, gameplay, and story. It really is a must-have platinum trophy for any trophy hunter to add to your collection. But the platinum trophy that I'm sure you already have, and if you don't, you're not a real trophy hunter. Na? Na? Eure Tipps. Ich wette,
Letztes Spiel wird My Name's Mayo sein, so auf Fun-Basis. Hannah Montana. Ich glaube, das ist nicht so weit verbreitet. War berüchtigt, aber so viele haben es, glaube ich, nicht. Was könnte es noch sein? Schauen wir einfach. I'm just kidding, all Trophy Hunters are equal. It's none other than Okay. Ja, jeder hat's. Wer hat's nicht? everyone's favorite friendly neighborhood Spider-Man. Even if you've never platinumed any game before, give this a shot. Okay. Playing as Peter Parker or Miles Morales, both games are Corona nicht. Willkommen im Club. fantastic. For many, this is their first ever platinum trophy, because it is so accessible, easy and beautiful, but also really fun to play. With an insane 334,000 platinum trophy earners at least, a Ich habe eigentlich gedacht, ich hol's nach, da das ja im Katalog drin war. PS Plus Premium oder wie heißt das mittlere Modell? Ich weiß jetzt nicht mehr. Aber die haben es ja wohl rausgenommen im letzten Monat, ne? Habe ich gesehen. Also, das erste bleibt aus meiner Liste draußen. Okay, damit bin ich bei 3 von den Have Platins, die ich selbst habe. Siehst du, Phoenix? Also gar nicht so weit weg von mir mit meinen 5 oder 6. Jetzt Uncharted, Rocket League, GOT, Game of Thrones, keine Ahnung. Und Spider-Man gesehen. Ah ne, Ghost of Tsushima. Hab nichts davon gespielt. Was kam vorher noch so? Video kannst du dir im Nachhinein auf YouTube schauen und siehst du alles. Ich weiß gar nicht mehr. Last of Us war drin. Bloodborne. Ich hab's wieder vergessen. 3 out of 10 difficulty rating and only 25 hours to platinum, this is almost the perfect game for every trophy hunter. The swinging through the city is so satisfying and the trophies are as simple Phoenix ist besser informiert als ich. as can be. Finish the game, complete every district, and a handful of miscellaneous trophies to top it off. The same goes for Miles Morales, which is much shorter but requires you to play through the game twice. The Da habe ich die Platin rein. Mit Autopop, Doppelplatin. good thing is that PlayStation and Insomniac know this too, so when Spider-Man 2 finally releases, the trophy should have a very similar layout. And that game can only be better in every possible way and will have an unprecedented amount of hype going for it. So let me know how many of these games you have platinumed, or if there's any other games that belong on this list. And if you want to learn some more trophy tips, check out this video. Ja, cooles Video, hat Spaß gemacht. Jetzt mal ein Like da. Das könnt ihr bei uns auch gerne machen. Ein Like da lassen und ja, sagen, was ihr davon platiniert habt und wie viel ihr an der Anzahl habt. Nehmen wir mal die Szene.